So, für unser Brot brauchen wir Mehl, frische Hefe, etwas Salz und lauwarmes Wasser. Wir fangen an, wir machen einen Vorteig. Dazu nehmen wir die Hälfte der Hefe. Das genaue Rezept findet ihr verlinkt auf meiner Webseite. Einen Teil des Mehls. Und das Wasser. Wichtig, lauwarm, nicht zu heiß, sonst stirbt euch die Hefe. Das Ganze verrühren wir gut, bis die Hefe aufgelöst ist und lassen es dann abgedeckt einige Stunden gehen, bis der Teig schön blasen wirft. Man kann das auch im Kühlschrank machen, über Nacht, umso besser. So sollte das Ganze dann aussehen. So, jetzt machen wir den Rand noch ein wenig sauber. Dann kommt Folie drauf. Und fertig ist der erste Schritt. So sollte das Ganze dann nach ein paar Stunden aussehen. Wie ihr sehen könnt, es blubbert schön, es gärt, es riecht wunderbar nach fermentiertem Teig. Wunderbar. So, jetzt kommt die restliche Hefe zu dem Mehl und wir verbröseln das einfach mit der Hand, sehr schön. Dann kommt unser Vorteig zum restlichen Mehl. Schaut, dass ihr auch wirklich alles rausbekommt. Zusätzliches Wasser braucht ihr hier eigentlich nicht mehr. So, und dann wird das Ganze nur ganz kurz verknetet, sodass das Mehl gerade aufgenommen wird. Und dann lässt man es zugedeckt etwa 20 Minuten stehen. Dieser Vorgang nennt sich Autolyse. Dabei wird der Teig nachher einfach sehr viel einfacher zu verarbeiten sein. Also die eigentliche Arbeit kommt nach dieser Autolyse. So sieht das dann aus. Dann kommt die Folie drauf und kurz für 20 Minuten stehen lassen. Das wird es sehr, sehr viel einfacher machen, später den Teig weiter zu verarbeiten. ...20 Minuten sind jetzt um. Jetzt mache ich den Teig auf eine Arbeitsfläche. Ihr könnt ihn aber natürlich genauso gut in eine Knetmaschine machen. Jetzt erst kommt das Salz drauf, nicht vergessen. Vergesst ihr es, schmeckt das Brot nicht nur fad, sondern die Textur ist auch eine völlig andere. Ganz interessant, wie Salz hier die Textur auch verändert. So, und jetzt immer schön einfach auf dem Tisch entlang ziehen. Wichtig ist, dass man dieses Gluten dehnt quasi, dass man den Teig schön arbeitet. Wie ihr sehen könnt, ich versuche immer das lang zu ziehen. Dadurch entwickelt sich das Gluten. So, kleiner Zeitsprung, nach etwa 10 Minuten kneten sieht die ganze Sache so aus. So, der Teig ist schön elastisch geworden, er klebt eigentlich kaum noch. Jetzt mache ich ein kleines bisschen Mehl dran. Und jetzt falte ich ihn immer von außen nach innen. So, ist ein bisschen wie Wäsche zusammenlegen. Immer schön von außen nach innen ziehen. So bekomme ich Spannung in den Teig. Ja, ich bekomme so eine schöne Kugel. Die Außenfläche wird elastisch, das ist nachher wichtig, damit der Teig schön aufgeht. Gleichmäßig aufgeht vor allen Dingen auch. So. Ihr merkt hier schon, wenn ihr den Teig so knetet, der wird schon sehr schön weich sein und luftig auch. So, jetzt forme ich noch eine schöne Kugel. Dadurch geht der Teig nachher auch besser auf, wenn er gleichmäßig geformt ist, eine Spannung in der Außenhaut hat.
So, das Ganze zurück in eine Schüssel. Ich habe sie ein bisschen geölt, damit der Teig nachher gleich leichter rausgeht. Jetzt nochmal abdecken und eine gute Stunde gehen lassen. So sieht der Teig dann nach einer Stunde aus. So, jetzt mehlen wir die Arbeitsfläche leicht und stürzen den Teig auf die Arbeitsfläche. Versucht nicht zu viel Luft aus dem Teig zu pressen. So, jetzt falte ich ihn ein bisschen zusammen. Einmal in die Mitte. Drehe ich ihn um. Und nochmal in die Mitte. Dadurch wird er ein bisschen kompakter und kommt wieder mehr Spannung. Und so portioniere ich den jetzt. Ich mache 3 gleiche Stücke. Am besten nimmt man eine Waage, dass man ungefähr gleiche Teile hat, damit die Baguettes nachher auch gleichmäßig im Ofen garen. Aus dem Rezept bekomme ich jetzt etwa 3 kleine Baguettes, die auf ein normales Haushaltsblech auch von der Länge her passen. So, wenn das portioniert ist, schlagen wir die nochmal in die Mitte ein, wie wir es am Anfang getan haben, drehen um, nochmal in die Mitte, so bekommen wir kleine runde Paketchen. Und diese Pakete lassen wir dann auf einer bemehlten Arbeitsfläche nochmal ungefähr 10 Minuten ruhen, bevor wir sie dann letztendlich in ein Baguette formen. Das geht eigentlich ganz einfach, zack, in der Mitte zusammen. Diese Technik, diese Falttechnik ist nachher sehr wichtig. A, dass ich eine schöne Form vom Baguette bekomme und B, dass sie auch wirklich gleichmäßig aufgehen, weil wenn ich einfach nur irgendwie einen Teig rolle in eine lange Baguetteform, mag das am Anfang vielleicht aussehen wie ein Baguette. Es wird aber beim Backen nie wirklich so aufgehen wie eins. So, diese Falttechnik ist wirklich sehr, sehr wichtig und im Prinzip kann man die bei jedem Brot anwenden. So, und 10 Minuten ruhen lassen. So sieht das Ganze dann aus nach einer Ruhezeit. So, jetzt mache ich die ein bisschen flach. Kleines bisschen Mehl benutzen. So, und jetzt falte ich sie von außen in die Mitte und dann klappe ich es noch einmal über. Und diese Naht quetsche ich mit dem Handballen zusammen. Ich hoffe, man sieht das. Da entsteht sowas wie eine Naht. Dann wird es einmal noch kurz gerollt. Es geht eigentlich relativ leicht, wenn ich den Teig habe ruhen lassen. So, da sieht ihr die Naht. Mit der Naht nach unten lege ich das jetzt vorsichtig auf ein bemehltes Blech. Ich kann auch Backpapier benutzen, aber ich nehme eigentlich ganz gerne ein bemehltes Blech, weil es gibt einfach einen rustikaleren Look von dem Baguette. Und schmeckt auch ein bisschen besser, finde ich. So, das gleiche hier nochmal. Einmal zur Mitte falten. Mit den Fingern schön reindrücken. Und jetzt nochmal umklappen. Das ist eigentlich der wichtigste Trick beim Baguette. Das Formen vom Baguette, diese Technik mit dem Falten. Weil ohne diese Technik werde ich nie ein richtiges Baguette hinbekommen. So, das Ganze jetzt nochmal ein bisschen näher. Ich hoffe, man sieht es jetzt hier nochmal gut. Vorsichtig, nicht zu viel Luft rauspressen, sondern nur leicht platt drücken. Schön in die Mitte drücken. Und dann mit den Fingerspitzen ruhig richtig reindrücken. Und jetzt einfach nochmal umklappen. So, und dann mit dem Handballen diese Naht schön zusammenpressen. Diese Naht sieht nicht wirklich schön aus am Anfang, aber wenn ich es mit der Naht später nach unten lege aufs Blech, nachher nach dem Backen sehe ich das nicht mehr. Und die geht auch nicht auf, wenn ich sie ordentlich zusammengepresst habe. So, fertig ist ein Baguette. Mit ein bisschen Abstand auf die Bleche legen, das Blech gut mehlen, damit es nicht klebt. So, hier lassen wir das Ganze nochmal etwa eine halbe Stunde bis 45 Minuten gehen. Ungefähr bis sie verdoppelt haben.
In der Zwischenzeit füllen wir so eine kleine Schale mit kochendem Wasser. Die kommt dann für die ersten 20 Minuten in den Ofen, damit das Baguette schön bei Wasserdampf gegart wird. Es gibt eine gleichmäßigere Kruste und sorgt auch dafür, dass das Brot nicht trocken wird. So, die Baguettes sind jetzt gegangen, sie haben sich ungefähr verdoppelt. Jetzt mache ich noch ein kleines bisschen Mehl oben drauf. Bestreiche das ein bisschen. Und dann schneide ich sie mit einem scharfen Messer oder wenn ich habe, eine Rasierklinge, noch besser, ein. Dieses Einschneiden ist einmal dafür, dass ich ein Muster bekomme und zum anderen, dass das Brot einfach kontrollierter aufgeht und nicht in alle Richtungen platzt. So, das Brot wandert jetzt bei höchster Stufe. Hier sind das 250 Grad für etwa 20 Minuten in den Ofen. So lange machen wir das mit Wasserdampf. Nach 20 Minuten kommt dann die Wasserschale raus für ungefähr 10 Minuten. So, nach 20 Minuten sieht das Ganze schon echt lecker aus. Jetzt nehmen wir die Schale mit dem Wasser raus und drehen die Temperatur auf etwa 180 Grad weit runter. Und dann nochmal etwa 5 Minuten, eventuell 10 Minuten. So, und so sieht das Ganze aus, wenn es nach 25 Minuten hier in diesem Fall aus dem Ofen kommt. Et voilà, fertig ist das französische Baguette. Wenn euch das Video gefallen hat, freue ich mich natürlich sehr über ein Like, abonniert meinen Kanal, folgt mir auch gerne auf Facebook und wir sehen uns beim nächsten Video. Bis bald!